Halbfinale, here we come. PSG hat lange gut dagegen gehalten, doch am Ende reicht es nicht. Unsere Wölfinnen ziehen in die nächste Runde der Champions League ein. Alles zum Spiel? Jetzt. Also, let's go! Und damit willkommen zurück, Freunde. Ein namhaftes Viertelfinale in der Champions League liegt hinter uns. Unsere Wölfinnen wurden dabei von vielen tausenden Fans unterstützt. Ich war selbst im Stadion und empfand die Stimmung als absolut klasse. Die Wölfinnen-Family und 1000 weitere Fans haben die Mannschaft unterstützt und sie einfach nur angefeuert. Man hat sofort gemerkt, es war ein wichtiges Spiel. Beide Mannschaften waren heiß darauf, die Champions League-Saison an dieser Stelle noch nicht beenden zu müssen. Doch am Ende konnte es natürlich nur eine Mannschaft geben. Zum Glück und zu unserer Freude vor allem waren das unsere Wölfinnen. Feurig. Nach dem 1:0 Hinspielsieg gingen die Wölfinnen definitiv mit dem Willen in das Spiel, ein besseres abzuliefern als in Paris. Und das mussten sie auch, denn die Pariserinnen, die sind mit einer Entschlossenheit angereist und zeigten von Beginn an, dass sie hier nicht als Verliererin vom Platz gehen wollten. Sicherlich hatten die Spielerinnen auch einen Tag zuvor verfolgt, dass eine Hinspielniederlage durch ein sehr gutes zweites Spiel wettzumachen ist. PSG hatte von Anfang an mehr Ballbesitz. Sie haben sehr viele Ballstaffetten im Mittelfeld gehabt und haben immer wieder gezeigt, dass sie ihre schnellen Spielerinnen vorne, gerade Diani und Baltimore, in Szene setzen wollen und ein frühes 1:0 erzwingen wollen. Nach knapp 10 Minuten gab es dann den ersten Weckruf für die Wölfinnen. Diani erzielte das 1:0 für Paris Saint-Germain. Aus Sicht der Wölfinnen wurde das Tor zum Glück zurückgepfiffen. Diani stand bei dem Pass eine Fußbreite im Abseits. Und genau an dieser Stelle hörte ich das erste Mal nur knapp hinter mir im Stadion sitzend jemanden sagen: Wenn die so weiterspielen, dann werden sie heute aus dem Stadion geschossen. Naja, zum einen hat PSG eine extreme Offensivpower. Sie haben immer wieder versucht, ihre schnellen Spielerinnen in die Tiefe zu schicken, um schnellstmöglich das 1:0 zu erzielen. Zum anderen wurde es den Wölfinnen wirklich schwer gemacht, ihr eigenes Spiel aufzubauen. Die Mitte war mal wieder kaum bespielbar. Und das lag vor allem daran, dass Spielerinnen wie Obi und Ladwein in der Mitte teilweise gedoppelt oder sogar mit 3 Gegenspielerinnen zugestellt worden sind. Des Weiteren wurde der Matchplan der PSG-Spielerin schnell klar. Sie wollten früh anlaufen, die Wölfinnen in ihrem Spielaufbau stören und vor allem eine Überzahl in der gegnerischen Hälfte schaffen, damit diese ihr Spiel eben nicht durchdrücken können. Wie auf diesem Bild zu sehen, haben die PSG-Spielerinnen dies teilweise mit 5, 6 Spielerinnen in der gegnerischen Hälfte getan. Unerklärlicherweise haben die PSG-Spielerinnen diesen Matchplan gerade mal so um die 15 Minuten aufrechterhalten können. Kurz nach dem annullierten 1:0 durch die Pariserinnen haben die Wölfinnen mehr und mehr das Zepter in die Hand bekommen. Diese haben dann versucht, durch die ihnen gewährten Räume mehr ihre eigenen Offensivaktionen auch durchzubekommen. Und wie es manchmal im Fußball so ist, stand es auf einmal 1:0 für die Wölfinnen. In der 19. Minute fing Poppy den Ball an der Mittellinie ab und nutzte die Chance und spielte ihn direkt nach außen zu Rauch. Diese hielt den Ball gut, zog nach innen und spielt ihn zurück auf Pop. Und wir kennen sie alle. Sie hat einen Abschluss dran. Sie hatte anscheinend gesehen, dass die Torhüterin etwas weit aus ihrem Tor stand. Somit schoss sie den Ball mit einer Art Grätschschuss aus knapp 16 Meter über die Torhüterin ins lange Eck. Und schon waren die Fans wieder Feuer und Flamme. Es war ein sehr schönes Tor und das ganze Stadion ging steil. In diesem Spiel konnte man einfach schlichtweg nicht absehen, wer das nächste Tor erzielen würde. Auf der einen Seite haben wir eine riesige Chance nach dem 1:0 durch Alexandra Popp gehabt. Nach Flanke von Huth hatte Poppy mit einem sehenswerten Flugkopfball die Torhüterin geprüft. Die war zur Stelle und parierte den Ball. Und nur wenige Minuten später sahen wir das 1:1 aus Pariser Sicht. Nach schöner Flanke aus dem Halbfeld von Spielerin Kachaoui nutzte Diani
die Unsortiertheit in der Wölfenen Defensive und vor allem aber auch den Stellungsfehler von Dominik Jansen und köpfte zum 1:1 ein. In der zweiten Hälfte wurde es dann richtig wild. Die Wölfenen, sie wollten gewinnen. Man sah es ihnen an. Sie erspielten sich im Laufe der zweiten Hälfte mehrere tolle Torchancen, die letztlich nicht in Tore umgemünzt worden konnten. 3 dieser Chancen landeten am Aluminium. Die Fans konnten es kaum fassen, weil man weiß ja, wie Fußball ist. Wenn du vorne die Chancen nicht nutzt, kannst du auch in so einem Spiel schnell mal auf der anderen Seite eins kassieren. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Die Pariserinnen hatten auch viele Abschlusssituationen. Allerdings, und das muss man dazu sagen, waren sie schlichtweg zu fahrig in den Abschlüssen. Sie haben häufig überhastet abgeschlossen und konnten dadurch keine wirkliche Gefahr für Froms Tor aufbringen. Das Spiel endete also 1:1. Die Wölfinnen können sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass die vielen Hochkaräter, die sie im Laufe des Spiels liegen lassen haben, dass sich das nicht gerecht hat. Dennoch haben sie ein sehr starkes Spiel abgeliefert und man kann sagen, sie stehen verdient im Champions League Halbfinale in diesem Jahr. Und schon passt mein Schal aus dem letzten Jahr wieder. Kommen wir zur echten Wölfin des Tages. Lynn Wilms. Ha, ihr habt sicherlich gedacht, oh, der sagt jetzt Alexandra Popp. Tut er nicht. Klar, Popp ist in einer unheimlich starken Verfassung. Aber das ist auch der Grund, warum man sie in fast jedem Spiel eigentlich zur echten Wölfin des Tages küren könnte. Aber wenn man auf solche Spiele schaut, ist es vor allem auch wichtig, dass man andere Teile der Mannschaft ins Visier nimmt. Und das habe ich getan für dieses Spiel. Ich war im Stadion, ich habe mir angeschaut, wer hat mich irgendwie am meisten mitgerissen und hat durch die Gesamtperformance einfach gezeigt, dass sie ihrer Mannschaft mit dem absoluten Willen helfen möchte. Und da sind wir genau beim Punkt. Man muss in meinen Augen einfach betrachten. Lynn Wilms stand einer quasi nicht machbaren Aufgabe gegenüber. Gegen diese blitzschnellen Spielerinnen von PSG, die teilweise sehr viel erfahrener und teilweise dann aber auch Attribute aufweisen, die einfach Weltklasse sind, musst du erstmal so verteidigen. Und das hat sie super hinbekommen. Ich war begeistert von jeder Aktion, die sie gebracht hat. Sie hat diesen unbändigen Willen, den Ball für die Defensive erobern zu wollen und mit ihrer Galligkeit in den Zweikämpfen. Top. Als abgepfiffen wurde, war mir klar, sie ist die Spielerin des Spiels und damit für mich die echte Wölfin des Tages. Doch jetzt seid ihr gefragt, wer war für euch die Spielerin des Spiels, beziehungsweise die echte Wölfin des Tages? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch heute entschieden habt. Fazit. Wir haben einen tollen fußballerischen Abend erlebt. Es war ein Schlagabtausch mit sehr vielen gefährlichen Torchancen. Die Wölfinnen haben einige Möglichkeiten verpasst, den Deckel frühzeitig drauf zu machen. Dennoch hat man unseren Wölfinnen bis zum Ende angemerkt, dass sie dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben wollen. Die Pariserinnen waren gerade in der zweiten Hälfte nicht mehr so präsent. Sie waren sowohl offensiv als auch defensiv unkonzentrierter. In der Offensive mag es daran gelegen haben, dass Stürmerin Diani verletzungsbedingt frühzeitig vom Platz musste. An dieser Stelle gute Besserung. Im Großen und Ganzen muss man halt auch festhalten, dass sie insgesamt nicht nah genug am 2:1 dran waren. Wir können guten Gewissens sagen, die stärkere Mannschaft hat gewonnen. In der nächsten Runde werden wir es nun mit dem FC Arsenal zu tun bekommen. Und das wird ein ganz besonders interessantes Spiel. Denn die Londonerinnen sind erstens sehr gut drauf, trotz dessen, dass 2 ihrer wichtigsten Spielerinnen verletzt sind. Und zweitens, sie wollen sich garantiert nicht das zweite Jahr in Folge vom VfL Wolfsburg aus der Champions League kicken lassen. Sie haben erst kürzlich den FC Bayern eindrucksvoll geschlagen und gezeigt, dass mit ihnen in dieser Champions League-Saison zu rechnen ist. Wir können uns auf jeden Fall auf ein hochspannendes Halbfinale freuen. Also ich bin super gespannt auf die Spiele und freue mich sehr, dass diese schon bald stattfinden werden. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Champions League Spiele habt und euch vielleicht schon mal auf die nächsten Partien einstimmen wollt, dann habe ich hier zum Beispiel ein Recap zum Hinspiel Paris gegen Wolfsburg gemacht und hier ein Recap zum Spiel Bayern gegen Wolfsburg. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei der Zusammenfassung Wolfsburg gegen Werder Bremen. Stay tuned, Freunde, und bis bald. Ciao.